So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left? Hi, ich bin Tobi. Melli. Und Nero. das ist Nero, genau. Und das ist unsere Ommelnönne. Ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. Wir stehen jetzt hier in unserer wunderschönen kleinen Küchenzeile, die wir ja kürzlich erst eingerichtet haben. Und wir haben hier ein Gaskochfeld installiert mit 2 Kochstellen. Wir haben außen einen Gastank, der fast 55 Liter. Ne? Also laut dem Einbauer irgendwie kommen wir dann ein ganzes Jahr mit hin. Wir sind sehr gespannt, ne? Wie lange es halt letztendlich wirklich hält. Ja, ansonsten eine wunderschöne große Spüle. Ich bin total glücklich über diese große Spüle, weil ich halt ohne eine große Sauerei zu veranstalten ja auch alle meine Töpfe super gut spülen kann. Eine ganz feine Sache. Ja, Spülhahn von Ikea, ne? Aber tut auf jeden Fall seinen Dienst. Des Weiteren haben wir hier einen ganz normalen Haushaltskühlschrank eingebaut. Wir waren erst vorher im Überlegen, ob wir uns einfach so eine richtige Kühlbox holen, irgendwie die extra für den Wohnmobilbereich ausgelegt ist. Aber irgendwo haben wir dann gedacht, boah, diese Dinger sind so schweineteuer irgendwie. Und man hätte auch mal alles relativ aufwendig stapeln sollen. Man sagt zwar immer, irgendwie die Kälte fällt nach unten, wenn man den Kühlschrank auch macht. Und es würde so viel Energie verschwenden. Aber ja, mal gucken. Also wir haben den jetzt erstmal eingebaut irgendwie und es ist dann halt, sage ich mal, auch nicht so ein Drama, wenn der irgendwann mal kaputt gehen sollte irgendwie, weil das ja doch relativ erschwinglich ist und man bekommt halt überall auch einen Kühlschrank. Das ist halt auch wieder der große Vorteil, wenn wir irgendwo doch mal weiter weg unterwegs sind, irgendwo, dann, wenn man so spezielle Sachen hat. Ja, dann haben wir hier so kleine Schubladen, wo wir halt allerlei Besteck verstauen. Die sind erstaunlicherweise sehr geräumig. Als wir denen das gebaut haben, dachte ich mir so, Gott, das ist so schmal, da passt doch gar nichts rein. Aber doch, ich habe alles wirklich. Ich habe hier sogar noch eine frei, beziehungsweise da ist das Beutel gerade noch drin, da wir noch so ein paar Kleinigkeiten installieren müssen. Aber es passt tatsächlich wirklich alles rein irgendwie. Das ist echt erstaunlich und ich hätte sogar noch Platz. Also hätte ich im Vorfeld nie mit gerechnet. Und dann halt ein riesengroßes Staufach hier unter der Spüle. Da haben wir dann Töpfe verstaut und Lebensmittelvorrat. Haben alles in so kleine Fächer hier reingepackt, damit halt, wenn wir dann die Tür öffnen, nach der Fahrt uns nichts entgegenfällt und ja, alles auch so ein bisschen sortiert bleibt und nicht so ein Chaos durcheinander gerührt ist, wenn man es doch mal ein bisschen holpriger wird unterwegs. Vor ein paar Jahren waren wir in Sulzburg, im Breisgau. Zum fast Sommeranfang, würde ich mal sagen. Das Wetter war ziemlich bescheiden. Es hat sogar geschneit dann irgendwann. Wir saßen dann halt nur in unserem normalen Wohnmobil und man hat dann irgendwie im Internet gekramt und dann kam halt diese Idee, ja, vielleicht könnten wir ja drin leben und das wäre ja total cool, wenn man dann auch länger drin reisen kann, ne? Und dann man einfach sagt, okay, das Wetter ist jetzt hier gerade Schrott, wir fahren einfach 300 Kilometer weiter. Aber das ging halt zu der Zeit nicht. Und dann kamen wir halt auf bestimmte Blogs, sag ich jetzt einfach mal, haben da ein bisschen was gelesen und dann haben wir auch diesen Kurzhauber gesehen, das war aber keine Eile. Und der gefiel uns halt super gut und das war dann halt der Wunsch und wir fanden ihn halt optisch ansprechend, sage ich jetzt mal. Und es war aber ein langer Weg bis dahin. Also wir haben nicht sofort einen gefunden. Ne? Also heutzutage findet man, glaube ich, fast gar keinen mehr. Oder schwierig, einen passenden zu finden, sage ich jetzt einfach mal. Und dann hatten wir aber Glück und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen ihn jetzt aus. Drowning in pieces like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the low, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark.
Was natürlich immer angespornt hat, war zum einen natürlich immer so das Ziel auch vor Augen zu haben, auch wenn wir dann endlich unterwegs sind und und letztendlich auch einfach auch wirklich Verbindlichkeiten zu schaffen. Ne? Wir hatten dann einfach so auch unsere Zeiten, wo wir gesagt, bis dahin müssen wir auch fertig sein, irgendwie, ne? Weil wir hatten dann zu dem Zeitpunkt dann die Jobs gekündigt, beziehungsweise sind die Verträge ausgelaufen. Wir hatten die Wohnung gekündigt und zumindest sollte dann schon so der Grundstein gelegt sein. Und auch wenn das jetzt halt viele fast beinahe schlaflose Nächte bedeutet, aber wir müssen das jetzt durchziehen. Auch unser Gastankinstallateur sagte, ihr müsst hier unbedingt einen Hitzeschutz hinmachen, ne? Sonst könnte es sein, dass es halt bei der nächsten Gasprüfung ein Problem gibt. Ne? Also dass der Prüfer dann sagt, hier, nee, das nehme ich nicht ab, irgendwie, weil das ist ja Holz und könnte sich ja entzünden. Und dann haben wir halt überlegt, wie machen wir das, wie lösen wir das? Und dann, aber jetzt so eine Edelstahlplatte dahin kleben, nicht so schön irgendwie. Und ich weiß es auch gar nicht mehr genau, wie wir auf die Idee kam, muss ich gestehen. Irgendwer hatte dann eine Idee, gesagt, lass uns doch einfach Fliesen dahin kleben und das ist doch viel schöner. Und dann dachte ich, natürlich, klar. Und dann in den Baumarkt gegangen und ich wollte eigentlich erst so Naturstein dahin kleben und er sagte aber, vielleicht lieber doch was Glasfliesen nehmen, weil man schnell mal diese Fettspritzer sieht, das kann man dann nicht so gut reinigen. Und dann bin ich einfach durch Zufall im Baumarkt gewesen, losgegangen und habe dann diese Holzoptikfliesen entdeckt und sagte, komm, das passt doch eigentlich perfekt in unseren LKW. Das ist ein Cubic Mini Ofen, das ist nicht der Cup, sondern der Grizzly, also bis 2 verschiedene Größen. Der Grizzly sozusagen, der ist ein bisschen größer, hat glaube ich 4 kW und der Cup hat glaube ich 2 kW oder irgendwie sowas. Der Cup ist dann eher so für Busse, sage ich jetzt mal, und der Grizzly ist dann eher so für etwas größere Koffer gedacht. Ne? So, der Ofen steht dann sozusagen auf so einem schicken Kasten, sage ich jetzt mal, auch mit Fliesen, so Mosaikfliesen, gab es bei Amazon. Und im Prinzip kann ich dann hier die Klappe aufmachen und hier ist dann sozusagen, kann ich das Holz lagern. Und ich kann es nicht nur hier lagern, ich kann auch von außen die Klappe aufmachen und kann von außen sozusagen, wenn ich jetzt draußen Holz habe und ich möchte das einfach reinschmeißen, dass ich außen die Klappe aufmache, schmeiße das Holz hier rein, fertig. Knapp über 60.000 €. Also inklusive allem. Aber das ist ein normaler Preis, das ist eigentlich noch okay. Du zahlst eigentlich, guck mal, das ist alles individuell ausgebaut hier. Ne? Nichts ist von der Stange eigentlich. Also klar, so ein paar Kleinigkeiten, eine Lampe oder sowas, ja natürlich. Aber ich sag mal so, du kannst ja auch nicht so normale Sachen einbauen. Du musst gucken, was passt. Dann musst du es entweder bauen lassen oder du kaufst dir irgendwas und baust es so um, dass es passt. Ne? Und man kann das alles günstiger machen, das ist richtig. Logisch, man hätte auch alles so drin lassen können und alles irgendwie so, einigermaßen so, da ist mein Bett, da ist nämlich diese Pritsche, die hier eingebaut war sozusagen, das hätte man alles machen können, wollten wir aber nicht. Wir wollten halt schon ein Fahrzeug haben, was gemütlich ist. Das heißt, wenn so ein Wetter ist wie heute zum Beispiel und du verbringst den Tag über hier drin, das ist auf jeden Fall, dass wir hier nicht sagen so, boah, das ist ja auch eigentlich total scheiße hier, wie das hier aussieht. Ne? Also ich will raus so in etwa. Ne? Klar, wollen wir auch viel raus, aber wie gesagt, wenn so ein Wetter ist, bist du eher drin und dann wollen wir es natürlich auch gemütlich haben. Badewanne, da hat es leider dann doch nicht ganz für gereicht irgendwie, aber tatsächlich für diese schöne Dusche hier. Also es fehlt uns jetzt aktuell noch der Duschvorhang, den müssen wir noch installieren. Aber wir haben uns hier so eine Duschtasche, die haben wir uns extra anfertigen lassen, weil wir wollten das so ein bisschen gefälliger haben, was es so von der Stange gab, das passte alles nicht. Und die haben wir dann extra machen lassen und haben hier mal so ein bisschen Licht an. Unser Licht ist gerade leider kaputt, deswegen mussten wir so ein bisschen uns behelfen. Wir haben hier so einen ganz handelsüblichen Duschhahn angebaut. Tatsächlich aktuell, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, ne, weil der Duschvorhang noch fehlt. Aber wir vermuten mal, dass das alles gut klappen wird. Oder wir hoffen es zumindest. Was dagegen hervorragend funktioniert, ist hier dieses kleine süße Waschbecken. Das ist emailliert, ne, also von Alpenemaille. War nicht ganz günstig, aber wir sind trotzdem froh, dass wir das genommen haben, weil es ist halt natürlich super leicht und fügt sich einfach hier auch wunderbar in den Raum ein. Dann hier wieder ein ganz normal handelsüblicher Wasserhahn und hier unter haben wir halt noch jede Menge Stauraum. Ne? Da geht dann das Siphon auch unten. Wir haben schon mehrere Ideen und Pläne, wie wir zukünftig dann von unterwegs aus arbeiten wollen. Ne?
Also von meiner Seite aus, ich bin halt Sozialpädagogin und Bildnispädagogin und werde ein Konzept entwickeln. Also ich habe da schon ein paar Ideen im Kopf für eine Workshop- und Seminararbeit unterwegs und um, sage ich mal, hauptsächlich Kindern oder auch Familien halt so ein bisschen die Natur wieder näher zu bringen und Lust draus zu machen, mal den Fernsehplatz zu verlassen und sich mal lieber ins Abenteuer zu stürzen. Ich bin dann eher so fürs Marketing und Vertrieb zuständig. Das heißt, also wir werden das ja auf Campingplätzen machen. Also ich werde Melli sozusagen den Weg ebnen, dass sie einfach nur noch ihren Job machen kann und alles ausdealen, sage ich jetzt mal, mit den Campingplatzbetreibern. Weiteres Projekt ist nochmal ein Projektmanagement, da wir ja den Koffer im Prinzip ja fast selber ausgebaut haben, anderen Leuten zu helfen, sage ich jetzt einfach mal, die Fragen haben oder die sagen, ach, das ist ja super geil hier, das möchte ich auch machen, kannst du mir mal helfen? Weil das war nämlich damals so, als wir nach Unna gezogen sind, hätte ich das gerne gehabt, weil da hatte ich auch null Plan und da hätte ich gerne einen gehabt, der mir sagt, Tobi, mach das lieber so, nimm lieber das, ne? Um dann einfach Fehler zu vermeiden. Wäre das dann halt noch ein Standbein zusätzlich. Gut, dann gibt es noch YouTube. Aber gut, das ist jetzt einfach mal jetzt kein Standbein, das ist jetzt einfach erstmal nur Hobby, sage ich jetzt einfach mal. Mal gucken, vielleicht wird das nochmal zu einem Standbein, aber das liegt jetzt nicht so im Fokus, sage ich jetzt einfach mal. So, und dann natürlich die Toilette. Wir haben halt die Toilette separiert vom Bad und uns eigentlich für die klassische Trockentrenntoilette entschieden. Wir waren ja auch erst skeptisch irgendwie, ne? Man hat ja dann mal von wegen, ja nee, das riecht auch wirklich gar nicht irgendwie. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber es funktioniert wunderbar. Hier unten sozusagen ist der Wassertank unter. Das sieht man dann hier nochmal so. Na gut, da liegt jetzt Nero und schläft. Also hier ist so eine Revisionsklappe und hinten bei ihm ist noch mal eine Revisionsklappe, weil der Tank einmal aufgeteilt ist, sind 300 Liter und der hat dann so eine Schwallwand nochmal drin, das heißt, wenn du bremst oder anfährst, damit nicht diese 300 Kilo auf einmal komplett gegendrücken, ne, sondern ist halt nochmal so aufgeteilt und deswegen hat er jetzt nochmal Revisionsklappen, das heißt, wenn man den Tag mal lernen möchte oder irgendwie sowas, dann damit man da auch sauber machen kann, ne. Medikamente, Verbandskram, dann viele Öle, weil wir eigentlich so fast unsere ganze Kosmetik halt selber machen. Genau, und dann mach hier mal auf. Hier ist dann der andere Technikkram. Hier siehst du nicht ganz so viel, aber das ist der Akku. 24 Volt, selber gebaut, Lithium-Eisenphosphat. Also den habe ich selber gebaut, den Akku. Wow. Ja gut, das ist jetzt aber auch nichts Schlimmes eigentlich. Ich meine gut, ich habe mal sowas gelernt, aber also das kann aber auch ein Laie, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, also es gibt Anleitungen im Internet und ja gut, weiß ich nicht. Also wenn man ein bisschen technikaffin ist, dann kann man das eigentlich schon machen, wenn man sich mit beschäftigt. Und man spart auf jeden Fall ganz gut Geld. Ja, also du sparst schon ungefähr fast 50% zu einem gekauften von Victron jetzt einfach mal. Ne? Das haben wir nachträglich gemacht und das wollten wir auch unbedingt haben, dass wir einen direkten Durchgang zum Pfarrerhaus haben. Ne? Also aus vielerlei Gründen. Also erstmal einfach aus dem reinen Bequemlichkeitsfaktor, weil es einfach super praktisch ist, dass man irgendwie zwischendurch mal, auch wenn man es nicht darf, irgendwie, aber während der Fahrt auch mal nach hinten huschen kann, um mal was zu trinken zu holen oder so. Aber natürlich tatsächlich auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Fluchtweg. Ne? Also dass man einfach auch die Möglichkeit hat, sollten wir mal irgendwo in Gefilden stehen und feststellen, oh, vielleicht sollten wir uns lieber irgendwie von dann machen, dass man einfach wirklich nur aufstehen muss und direkt nach vorne rein gehen kann und den Motor anschmeißen kann. Das war uns dann einfach schon wichtig, die Option einfach auch zu haben. Ne? Und weil man weiß ja manchmal doch nicht, was vielleicht einmal so begegnet. Er fährt schon so seine 90, macht er, aber das fährt man nicht gerne. Also ich sag mal so 80, wobei so 85 fahre ich jetzt auch schon. Also 80, 85. Das ist dann, also auf der Autobahn, ne? Jetzt Landstraße oder so, da fährst du auf jeden Fall langsamer. Ne? Viele sagen ja dann auch immer, wenn man dann das zeigt oder ne, jemand sich das anschaut, oh ja, finde ich ja auch toll. Ja, wenn man das so kann, dann sagt, naja, wir machen es halt.
So, Genau. ne? Also weshalb, was es kann. Es hatte meine, klar, es kostet natürlich ein paar Euro, ne? Also das ist natürlich schon ganz klar irgendwo. Aber an sich, also wir waren jetzt vorher auch nicht oder sind auch nicht irgendwelche Handwerker-Spezialisten. Wir hatten eigentlich gar keinen Plan irgendwie, noch nie eine Flex in der Hand gehabt und von der ganzen Materie und von daher, wir haben es halt gemacht. Ne? Wir haben uns dann halt auch damit auseinandergesetzt und haben dann irgendwie uns auch ein paar Leute zusammengesucht und ganz viele YouTube-Videos angeschaut und uns einfach auch, sagen wir mal, belesen und Genau. alles so zusammengesammelt irgendwo. Das ne? Schöne ist, wenn man sich erstmal was nicht traut, man muss es halt einfach machen. Ja? Und wenn man das dann erstmal macht, vielleicht ist es beim ersten Mal nicht ganz so toll, aber beim zweiten Mal wird es viel besser und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür. Halt, also bei jedem Handwerk, sage ich jetzt mal, ist das so. Ne? Man kann das einfach, man muss es halt einfach machen, einfach machen halt. Das ist eigentlich nicht überlegen, machen. Man hat viel mehr Potenzial in sich, als man immer so Definitiv. glaubt. Und Ja. das ist auch das Tolle und Spannende auch an so einem Projekt auch. Ne? Man wächst auch so ein bisschen über sich selbst hinaus. Man lernt unglaublich viel. Und wenn man immer in seiner Alltagsmühle so drin ist und immer das Gleiche macht und jeden Tag seinen Job macht, ja, dann entwickelt man sich halt auch nicht weiter. Man Genau. lernt auch nicht so viel Neues und man Richtig. bleibt so stehen. Und das Ja. ist eigentlich so schade. Und ich finde, eigentlich ist das Leben ja doch auch so kurzweilig und man lebt auch nur einmal und man sollte das doch auch so weitestgehend nutzen für sich und seine Möglichkeiten, Potenziale ausschöpfen. Und das kann man mit so einem Projekt, glaube ich, ganz gut. Keep screaming out loud from the top of my lungs, baby, ooh.